Bonjour meine Freunde, heute nehme ich euch auf einen ganz besonderen Spaziergang in Antibes mit, nämlich entlang der Stadtmauer, durch kleine Gassen am Meer entlang. Ein richtig schöner kleiner Spaziergang, den ihr gerne auch selbst erweitern könnt. Ich zeige euch, wo das Ganze liegt. Da hinten seht ihr schon das Meer, oh, es ist so schön. Gestartet sind wir an der Markthalle Marché Provençal, also Cours Masséna, die Halle, die ich euch schon in einem der letzten Videos gezeigt habe, wo es vormittags den Früchte- und Gemüsemarkt gibt und nachmittags an einigen Tagen in der Woche den Künstlermarkt. Viel Spaß bei diesem Video! Gestartet bei der Markthalle nimmst du einfach eine der Gassen, die nach Osten führen und kommst dann irgendwo hier an dieser Mauer raus. Mit diesem wunderschönen Blick aufs Meer. Wow, wie blau das heute aussieht, so schön. Und hier kannst du zum einen entweder gen Norden oder gen Süden gehen. Wir entscheiden uns heute gen Norden zu gehen, weil wir auch dort später den Bus in der Nähe nehmen und ein bisschen am Hafen sitzen möchten. Du kannst das Ganze natürlich auch gen Süden weiter verlassen und dort in die Richtung der Strände gehen. Auch ein sehr schöner Weg. Also ich empfehle dir sowieso, diesen kompletten Weg einmal entlang zu laufen. Das machen sehr viele Leute bei gutem Wetter, bei schlechtem Wetter. Es lohnt sich zu jeder Jahreszeit hier einmal entlang zu spazieren. Wir haben das Ganze auch mal im Winter gemacht, war auch richtig schön. Vor allem als es so ein bisschen stürmisch war und man die richtig starken, krassen Wellen gesehen hat, wie sie gegen diese Mauer gepeitscht sind. Das hatte schon was. Und heute nehmen wir dich mit auf diesem kleinen Spaziergang Richtung Norden zum Hafen. Das hier ist übrigens einer der schönsten Wege in Antibes, direkt entlang der historischen Stadtmauer. Noch ein paar Infos für dich. Also diese Stadtmauern stammen tatsächlich aus dem 16. Jahrhundert und die waren anfangs eher dazu gebaut, um die Stadt vor Angriffen aus dem Meer heraus zu schützen. Und heute sind sie einfach nur ein stiller Zeuge vergangener Zeiten, aber bieten einen der besten Meerblicke an der Côte d'Azur. Und du siehst schon, sehr viele Menschen sind hier heute unterwegs und es war kein Wochenende, es war ein Wochentag. Richtig, richtig schön. Zur Linken hat man die Altstadt mit all ihren Gassen und zur Rechten das offene Mittelmeer. Richtig, richtig schön. Und kein Wunder, dass diese Kulisse einen Künstler wie Picasso inspiriert hat. Und da sehen wir es schon, das Picasso-Museum. Mitten in der Altstadt von Antibes steht ein Bauwerk, das eher wie eine Festung aussieht. Es ist aber tatsächlich ein Château, das Château Grimaldi. Und es ist ein Ort, in der Kunstgeschichte geschrieben wurde, das Picasso-Museum.
Dieses Chateau wurde im 12. Jahrhundert auf den Ruinen einer griechischen Akropolis errichtet. Super spannend, das habe ich nämlich herausgefunden. Funktional schlicht, deswegen ist es nicht wie so ein schickes Chateau, was man sich sonst eigentlich unter einem Chateau vorstellt. Und im Jahr 1946 lebte und arbeitete Pablo Picasso hier in dieser Stadt mehrere Monate lang. Die Stadt stellte ihm Räume im Schloss zur Verfügung und im Gegenzug dazu schenkte er Antibes über 20 Gemälde und 40 Zeichnungen. Diese Werke bilden heute den Kern der Sammlung in diesem Museum. Neben so einigen anderen Künstlern wie Max Ernst zum Beispiel. Geöffnet ist das Museum immer von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr abends, an allen Tagen in der Woche außer montags. Und der Eintritt kostet 12 Euro. Es gibt auch einen reduzierten Eintritt für 8 Euro, wenn man, ich glaube, Student ist oder ja, große Familien hat oder ähnliches. Und es gibt aber auch verschiedene Kriterien für ein kostenloses Ticket. Das kannst du dann auf der Webseite nachlesen. Wir waren dort tatsächlich noch nicht drin. Ich glaube, das ist etwas für einen Schlechtwettertag. Werden wir aber bestimmt auch noch irgendwann machen. Und dann mache ich da vielleicht sogar ein Video zu, wenn man denn dort drin filmen kann. Ich weiß es nämlich nicht. Diese wunderschöne Skulptur nennt sich übrigens Le Défi vom französischen Künstler Nicolas Lavarenne. Und sie stellt eine menschliche Figur dar, die auf den historischen Mauern steht und einen Fuß ins Leere streckt. So als würde sie im nächsten Moment einen Schritt ins Unbekannte wagen. Das Spannende ist, diese Pose symbolisiert quasi den Moment des Zögerns vor einer Entscheidung, den Mut, sich den Unbekannten zu stellen und die Spannung zwischen Sicherheit oder Risiko eingehen. Richtig schön. Also ich finde sowas richtig tiefgründig, wenn so Skulpturen auch irgendwie so einen Sinn haben. Und diese findet man tatsächlich auf diesem Spaziergang immer wieder mal. Du wirst immer wieder mal Bronzeskulpturen begegnen, die einen bestimmten Sinn haben und die für irgendetwas stehen. Das finde ich so toll. Und hier sind wir auch schon am Plage de la Gravette angekommen, ein malerischer Sandstrand mitten im Herzen von Antibes, direkt hinter dem Yachthafen Port Vauban und innerhalb der historischen Stadtmauern gelegen. Er bietet richtig schönes, klares Wasser und wenn ich dir einen Tipp mitgeben darf, schau dir diesen Strand zum Sonnenaufgang an. Wenn du früh aufstehst, geh da morgens hin und schau dir das Ganze bei Sonnenlicht an. Es sieht so traumhaft aus. Was ich auch so richtig feiere hier in Frankreich, ist die Tatsache, dass es so viele Sitzgelegenheiten gibt.
Also man kann sich überall hinsetzen, vielleicht was snacken, sich ein bisschen ausruhen. Das finde ich so schön. Und dieser Garten, oh mein Gott, Leute, schaut euch diese Pflanzen an. Ich finde das so schön. Überall ist irgendwie was Schönes eingepflanzt. Überall gibt es irgendetwas zu schauen und zu genießen. Boah, das liebe ich ja so, so sehr. Es wird alles so schön gepflegt und ja, das finde ich toll. Überall kann man sich begeistern für irgendetwas. Und da hinten seht ihr auch schon den Hafen Port Vauban. Und ganz hinten rechts seht ihr eine weiße Statue, das ist Le Nomade. Sieht gar nicht so groß aus, aber diese Figur ist 8 bis 10 Meter hoch. Richtig krass und die besteht aus so einem filigranen Geflecht weiß lackierter Edelstahlbuchstaben. Vielleicht gehen wir da irgendwann auch nochmal näher dran. Finde ich auch richtig toll, was hier alles so Künstlerisches in dieser Stadt zu finden ist. Und das hier ist der große, schöne Hafen von Antibes. Und dieser Hafen ist tatsächlich einer der bedeutendsten Yachthäfen Europas, wenn nicht sogar der größte Yachthafen im Mittelmeerraum, sowohl in Bezug auf seine Kapazität, aber auch in Bezug auf die Bedeutung in der internationalen Luxusjachtszene. Richtig spannend. Also es gibt über 1500 Liegeplätze, das ist echt viel. Und es haben sogar kleine Segelboote, aber auch mega Yachten, über 100 Meter dort Platz. Mega spannend. Jetzt sitzen wir hier noch ein bisschen auf diesem großen Platz, das habe ich schon mal im Winter gezeigt, wo es dieses Riesenrad gibt. Den kleinen Walk habt ihr gerade gesehen entlang der Stadtmauer, den finde ich immer richtig schön, den haben wir auch im Winter gemacht. Ich glaube aber, ich habe ihn damals nicht gefilmt. Ein kleines Fazit zu den Märkten, also ich glaube, der Flohmarkt, da muss man vielleicht vormittags hin, also der ist angeblich den ganzen Tag, aber ich kann mir vorstellen, dass vormittags natürlich mehr Stände da sind. Und zu dem Künstlermarkt in der Markthalle fand ich schön die Sachen, also da waren echt ein paar schöne dabei, aber ich fand, also es hätten noch mehr Aussteller sein können. Ich weiß nicht, ob das im Sommer vielleicht noch größer ist. Ich meine, jetzt haben wir Frühling, fast Sommer. Fand ich aber auch schön. Aber ich bin jetzt generell kein Schmuckträger, deswegen war da nicht viel für mich dabei. Und ein kleines Fazit nochmal zu dem Flohmarkt. Ich weiß, dass es in Cannes einen gibt. Ich glaube, das war sonntags. Bin mir aber nicht sicher. Da waren wir vor ein paar Jahren im Sommer, also wo es richtig heiß war. Und den fand ich noch besser, weil der war richtig, richtig groß. Da gab es so viele antike Sachen. Also da hat es richtig Spaß gemacht zu stöbern. Nur, dass es viel zu heiß war und die Sonne extrem geknallt hat. Das so als kleines Fazit von mir zu diesen beiden Märkten heute am Samstagnachmittag. Vielleicht waren wir auch einfach ein bisschen spät dran. Who knows? Aber war schön, das mal gesehen zu haben. Und so kann ich das so ein bisschen von meiner Liste streichen, weil ich wollte die auf jeden Fall sehen, diese beiden. Und noch als kleine Randnotiz, ich habe ja schon mal den Früchte- und Obstmarkt gezeigt, der auch in dieser Halle da immer stattfindet und immer vormittags ist. Und da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Verlinke ich euch auch oben nochmal. Also vormittags ist da dann immer dieser Früchte- und Gemüsemarkt und nachmittags ist dieser Künstlermarkt. Auch nicht an jedem Tag, kann ich auch gerne nochmal in die Beschreibung reinschreiben, wann das denn immer ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne fürs nächste Video vorbei und für weitere Insider-Tipps von der Côte d'Azur.